Hallo? Yo, hier ist Jared. Right. Meine Oma hat immer gesagt, wenn schlimme Sachen passieren, wer weiß, wozu es gut ist. Und wir sollten eigentlich im Oktober auf US-Tour sein und das hat ja nicht geklappt, weil wir nicht reingelassen worden sind. Und unsere Notlösung in unserer Frustration, weil wir zusammen uns darauf gefreut haben, wegzufahren, war, nach Mallorca zu fahren und dort einfach Songs zu schreiben. Und es gab zwar vorher schon ein paar Songideen und es sind auch danach noch welche entstanden, aber man kann definitiv sagen, dass der absolute Großteil von Thornstar und auch das gesamte Gefühl des Albums nie im Leben so geworden wäre und auch diese ganzen geilen Songs so nie entstanden wären. In dem Fall war es dazu gut, dass wir dieses Album haben, dass es jetzt klingt, wie es klingt, ein halbes Jahr später. So close to heaven, and so damn far from God. Lost to the shadows, just ashes in the dark. So close to heaven, and so damn far from God. Lost to the shadows, just ashes in the dark. Herzlich willkommen beim Thornstar Album Report. Da müssen wir zurück zu unserem Songwriting Camp im Spätsommer gehen auf Mallorca. Der erinnert mich gerne daran, dass wir irgendwie alle am Pool saßen und wir den nächsten Tag besprechen wollten, wie wir den angehen und was wir für Ideen gesammelt haben und Wer mit wem schreibt. wer mit wem schreibt und die ganzen Teams und wie auch immer. Da ist diesen Leitsatz und daraufhin Ja, und auch wie die Punchline. On this rock. Dann habe ich dir einfach vorgesungen, dann hast du weitergesungen. Und dann habe ich weitergesungen. Und dann habe ich aus irgendeinem Grund einen Gitarrenriff versucht zu imitieren. Das in ein Telefon reingesprochen. Ich hab das noch. Du hast es noch, ne? Ja. Oh Gott, Willst du mal hören? Nee, eigentlich will ich es nicht hören, aber ich glaube. On this rock, I will build my church. On this rock, calling, the law is carved in stone. All hopes and dreams are nada, nailed to a golden throne. My feet are sore and burning, I'm coming from afar. A million years divided, but still we're made of stars. We are still waiting, while we are fading. We are destroying what we created. On this rock. On this rock. Ganz kurz, eine Sekunde, wenn du das schaffst, wenn du eine Sekunde rufst, dann Bescheid.
Masturbier. San Miguel. Wieso haben wir denn das Lightbier gekauft? Was? Ja, stimmt, ja. Das finde ich geil. Ich bin mal gespannt, wie das Ende klingt, wenn er da drauf singt. Also es ist ja total untypisch für Lord of the Lost. Ja, ich weiß, das wollte ich halt, weil ich dachte, Gerrit und Pi haben jetzt schon so einen Lottelbrecher wieder gemacht. Und ich dachte, so ein bisschen anders. So ein Füller, ne, fürs Album. Und eine gute B-Seite, ne? Nicht viel, aber Du, oh Scheiße. Jawohl. Jeder Fan von Slayer tut mir jetzt einfach sehr leid. Da geht noch was im Refrain. Komme ich noch bei? Ist das genehm oder wie sieht es aus? Ich hätte Bock. Jo, das finde ich gut, du. Komm mal bei, du. Wenn man heutzutage perkussive Elemente produziert, macht man das natürlich häufig, indem man mit irgendwelchen vorgefertigten Sounds und Samples arbeitet. Deshalb finde ich es sehr spannend, wenn man einfach seine eigenen Sounds aufnimmt. Deshalb haben wir uns überlegt, lass mal ins Studio gehen und wir kloppen einfach mal eine Weile sinnlos auf allem rum, was wir da so finden und verstimmen alle Trommeln irgendwie komisch. Hauen auf Pappe drauf, auf Cases. Da ist so schön ein Loch durchgeschlagen. Lassen irgendwelche Sachen fallen. Sehr experimentell. Aus diversen Instrumenten versucht, interessante Töne zu zaubern. Das haben wir auch geschafft. Und als uns das nicht mehr möglich war, haben wir aus allem anderen, was so rumstand, lag, kreuchte und fleuchte, versucht, interessante Geräusche zu machen. Das ist geil. Ihr baut ja eigentlich Beats, ne? Wir lassen Hocker. Nee. Aber vielleicht. Nee. Das ist irgendwie ein Case, was geschlossen wird. Das ist so schön noch. Okay, das Lachen schneiden wir mal ab, ja? Das brauchen wir nicht. Dann baue ich das und habe Sechzehntel Bassdrum. Der Kurs, wie mache ich einen Song kaputt?
with needle and thread. So together your strange devices. But I don't feel these pins and needles, these pins and needles. You have no power here. No, I don't feel you anymore. Unser Arbeitsprozedere ist, ich bekomme aus der Feder von Chris und mit ihm in Verbindung stehenden begnadeten Songschreibern eine, ja, sagen wir mal, eine Vorproduktion oder einen derzeitigen Stand einer Songidee. Und dann ist es an mir, dem Ganzen den Lord of the Lost Touch zu geben, falls noch nicht vorhanden. Und das mit meinen geschmacklichen Präferenzen zu versehen. Mit Streichern, mit Synth-Sachen, was mir halt einfach so einfällt. Und das Ganze einfach weiterzutragen. Vielleicht dem Ganzen damit auch einen ganz neuen Touch zu geben, ganz oft auch. Es ist schon vorgekommen, dass ich einen Song in eine Richtung gedrückt habe, oder was heißt in eine Richtung gedrückt, einfach in einen Touch gegeben habe, der so einfach noch nicht vorhanden war und auch nicht angedacht war, aber der sich so als so gut herausgestellt hat und auf einmal vermittelt ein Song was ganz anderes. Ich mache einfach das erste wirklich, was mir dazu einfällt, was mir einfach in den Kopf kommt, was cool klingt. Und in den meisten Fällen stößt es auf Absegnung und auf Gefallen und auf... ja, und dann geht's weiter. Diesmal war es tatsächlich so, dass von Anfang an, also vom Entstehungsprozess, wir alle zusammen gearbeitet haben. Ich glaube, so viel und intensiv und nah als Band haben wir noch nie gearbeitet. Das sieht man auch daran, ist mir letztens mal wieder aufgefallen, bis zum Aufnahmepunkt, wie viele verschiedene Namen hinter den Versionsnummern bei Logic stehen. Durch wie viele Hände die einzelnen Sessions gängen. Da sieht man fast jeden aus der Band irgendwie in den Namen drin. Jeder hat hier mal was, da mal was. Ja, und wie viele verschiedene Leute auch Songs zusammen geschrieben haben, also aus Band und Studio-Crew. Das ist spannend, dadurch, dass es ja nun nicht so das klassische Rock-Setup ist, durch den ganzen Synthi-Kram und den ganzen elektronischen Sounds, dass da der Prozess und die Herangehensweise ja ganz anders ist als so eine klassische Rockband, wo man sagt, okay, wir fangen jetzt an, machen erstmal Drums und dann kommt der Bass und dann kommen die Gitarren. So, das war so, okay, wir machen jetzt als erstes Klavier, so, dann kommen die Drums und dann Gitarren. Also völlig durcheinander, weil das Konzept war einfach überhaupt nicht darauf ausgelegt, so klassisch aufzubauen. Und das fand ich schon ziemlich spannend und faszinierend, dass es trotzdem am Ende so zusammen harmoniert und funktioniert. We all share the glow, but some of us feel the black heat of true love. Falling free from the orbit of lies, lover's dreams. When I close my eyes under the sun. Ja? Ah, gut. Gut, ich auch nicht. Ich hoffe nur, ich hatte nur gehofft, ihr seht das auch so. Geil! Also ein Bier.